Hi Leute, willkommen zu Drangebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich also um Labwaffenbau und einige andere ab und zu Sachen. Aber kennt ihr ja schon vielleicht. Heute geht es mal weiter mit dem zweiten Teil von den Nachttöpfen. Ne? Das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen was zurechtschneiden, noch ein bisschen schleifen und dann kommt noch ein bisschen was drauf. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Bleibt dran, wir sehen uns. Ja, dann machen wir mal weiter. Jetzt muss ich hier das Ganze noch so ein bisschen, bei dem habe ich schon gemacht. Bei dem hier müssen wir noch gucken. Ich hoffe, die Cutterklinge ist noch scharf genug. So. Hier haben wir ja schon die Kanten gebrochen. Dann machen wir das jetzt hier noch so in den Griffen. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. So, jetzt gefällt mir allerdings hier drinnen die Kante noch nicht so ganz. Da gehe ich jetzt einfach mal hin und lege die Cutterklinge hier so hier an die Schräge hier an. Da müsst ihr aber aufpassen, da schneidet am besten auch nur mit der vorderen, weil sonst, das hatte ich nämlich bei dem anderen schon vorhin gehabt, da schneidet er hier so in die Matte rein, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, Leute. Ein bisschen nachschneiden müsst ihr dann da immer. Da müsst ihr echt aufpassen. Ihr habt so schnell nämlich hier so in den Rand dann reingeschnitten. Ja, so geht es besser, wenn ihr die so ein bisschen schräg haltet. Und wie gesagt, guckt da nur mit dem vorderen Teil schneidet. Und schneidet da auch nicht in den Rand rein. So, das Gröbste haben wir jetzt. Ich denke, das reicht auch mit dem Schleifen. Mehr brauchen wir jetzt nicht. So, da würde ich jetzt mal hingehen. Und werde jetzt noch ein bisschen den Griff verstärken, dass der nicht so schnell abreißen kann. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jetzt bin ich noch mal überlegen, vielleicht mal noch. Ja doch, können wir auch noch machen. Hier innen machen wir auch noch ein Stück dran. Schnell gucken. Das ist immer so ein bisschen knibbelig. Geht aber besser wie gedacht. Wichtigste ist immer, da guckt, dass hier so die Übergänge, wo das hier so in die Kante reinkommt. Am besten dann immer so ein bisschen eine kurze Pause machen. Hat das ein bisschen abkühlen kann, dann können wir dann auch noch mal so ein bisschen dran drücken. Das sieht gut aus. So, dann haben wir das hier. Dann machen wir das von hier der Seite auch noch. Mal gucken, ob ich hier noch was rumliegen habe. Oh, von dem Stück was. Das ist ein bisschen kurz. Habe ich natürlich mit reingepackt, Leute, also denkt dran,
Sollte ihr nicht machen, zum Glück war es schon ein bisschen abgekühlt, sonst habt ihr nämlich ganz schnell eine Brandblase oder der Haut runtergekokelt. Ja, also da bin ich mal wieder kein gutes Beispiel. Das passiert selbst mir dann ab und zu, wenn ich nicht aufpasse. Also immer schön konzentriert sein, wenn er mit Heißkleber was macht. Ja, in dem Fall ist mal wieder nichts passiert. Mittlerweile sind meine Finger auch schon so leicht immun gegen das. So, dann haben wir das. Ja, jetzt gucken wir mal. Machen wir noch irgendwas drauf. Ich hatte hier schon mal ein bisschen, weil ich hatte eigentlich noch ein paar andere Sachen vor, aber das ist jetzt nur so als einfacher Pot, kann man auch machen. Ich mache jetzt hier so ein bisschen Amboss drauf. So ein bisschen, vielleicht machen wir da ein bisschen zwergig. Und dem anderen, mal gucken, ob ich zeitlich noch schaffe. So ein paar Abgüsse noch dran. Ja, ein bisschen spät mit angefangen. So, machen wir einfach mal einen Amboss. Keine Ahnung, ob ich da auch noch so ein bisschen was verziere. So ein paar Abgüsse können wir ja nachher noch drauf pappen. Weiß ich nicht, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Mal gucken, was ich da mache. Gestaltungsmäßig kann man da ja gefühlt so alles machen. Ist das wohl ein bisschen. Da bin ich ein bisschen von der Linie abgekommen, Leute. Wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen einen Pot, so ein bisschen im Zwergen-Style. Dann kommt dann hier den Amboss drauf. Gucken, wie wir das am besten machen. Gut, dass ich die Schablone habe. Die hatte ich, glaube ich, das war sogar mal, glaube ich, von den Zwergen. Schild oder organisiert. Also immer gut, wenn man die Schablonen bewahrt und nicht wegschmeißt, wenn man mal eine gemacht hat für irgendwas. Da weiß man nie, wann man die mal wieder gebrauchen kann. Eigentlich wollte ich einen Sigma-Kometen drauf machen, aber irgendwie, den habe ich auch, aber genau den finde ich natürlich wieder nicht. So, machen wir der Einfachheit halber dann mal wieder mit Heißkleber. Wie gesagt, kann man natürlich auch mit Batix machen oder dann halt beide Seiten. Wenn ihr eine große Düse im Ding drin habt, könnt ihr das auch alles in einem Durchgang machen. Von der Fläche her ist das ja Gott sei Dank nicht so groß. So. Gucken, ich das angedrückt hier. Vielleicht auch nicht so eine gute Idee, das in einem zu machen. Weil die Hände dann doch ein bisschen klein sind. Dann machen wir jetzt einfach hier wirklich mal ein zwergisches Nachttöpfchen draus. So. Da haben wir das. Vielleicht könnte man hier noch so ein bisschen, das sieht noch ein bisschen langweilig aus. Vielleicht machen wir hier noch irgendwas so. Ein bisschen. Hier müssen wir noch mal ein bisschen nachkleben. Das hat man dann halt immer schon mal, wenn man dann mit Heißkleber da rumwurschtelt. Schon habe ich schon wieder reingepackt. Wie gesagt, passt immer auf, wenn er das macht mit Heißkleber. Ist nicht schlecht, kann man mit arbeiten, aber ihr müsst halt immer aufpassen, dass euch nicht die Finger verbrennt. Oder ihr tragt halt Handschuhe, dann passiert auch so schnell nichts. Könnte ein bisschen warm werden, aber nicht, dass euch die Haut runterbrennt. So. Schauen wir einfach mal. Haben wir hier noch so ein bisschen was. Ob das nachher gut aussieht. Probieren das hier einfach jetzt mal so ein bisschen aus.
einfach so eine kleine, so ein bisschen so ein Dreieck rein. Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. So. Da mal noch ein bisschen die Kanten brechen. Das ist danach auch für Pinsel noch besser. Und das Ganze sieht danach auch noch ein bisschen hübscher aus. Prinzipiell könnte man da auch Dragungsnachttöpfchen draus machen, aber mit dem Amboss wird ja auch irgendwie passen. Aber wie gesagt, was so das Styling oder was angeht, das könnt ihr ja selber dann machen, wie ihr wollt. Da kann man ja alles Mögliche drauf machen, oder man macht dann halt einfach so ganz schlicht Metall oder Keramik irgendwie. Aber ihr kennt mich ja, das wäre ja wieder viel zu langweilig, also kommt doch ein bisschen was drauf. Und das Ganze noch so ein bisschen nach was aussieht. Ja, sieht doch schon deutlich besser aus. Gut, mit der Scheit jetzt natürlich nicht drauf gemacht. Theoretisch könnte man noch ein paar Töpfchen mehr drauf machen, Töpfchen, Ambosse. Ja. Also theoretisch würde man sagen, so 3 Stück könnte man ja drauf machen, ne? Ja, wisst ihr was, Leute, das machen wir auch. Hier kommen 3 Ambosse drauf. Und bei dem anderen, ja, da kommen ein paar Abgüsse drauf. Wenn ich schaffe, ansonsten kriegt er ganz einfach nur so eine Keramikschüssel drauf. Mal gucken. Ja, sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus. Glätten tun wir noch nicht. Wir machen jetzt einfach hier noch die 3 Dinger drauf. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Matte habe. Oh Leute, Mr. Fuß schon wieder eingeschlafen. Oh. So Leute, einen Amboss habe ich schon geschnitten, den anderen muss ich noch. Ich habe mich aber jetzt hier entschlossen, ich werde das Ganze hier noch ein bisschen mehr stabilisieren. Also den Griff auf jeden Fall. Und ich klebe jetzt hier zur Sicherheit auch noch was dran. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, dann haben wir das hier noch. Gut, hier könnten wir auch noch, aber das Außenteil, das reicht im Normalfall. Das Wichtigste ist hier, dass hier die 2 Teile nicht abreißen. Und die Farbe, die dann nachher drauf kommt, die stabilisiert das Ganze dann auch nochmal zusätzlich. Also müsste das eigentlich reichen. Könnt natürlich das ganze Ding auch noch uns einkleben hier. Kann man auch machen, aber im Normalfall reicht das eigentlich vollkommen. Fast wackelt das Luft. So, das haben wir. Die Sachen auf Seite hier. Die brauchen wir gerade noch nicht. Jetzt holen wir noch den Heißluftföhn mal raus. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen. Da mache ich noch die 2 anderen Ambosse drauf. Mache das Ganze dann noch so in dem Style wie den hier auch. Und dann fangen wir mal wieder an, wie üblich, mit Schwarz zu pinseln. Dann sehen wir uns wieder, wenn die Schwarzschichten alle drauf sind. Ein paar Schichten Schwarz sind jetzt drauf. Vielleicht hätte ich noch 1, 2 mehr machen können, aber ist egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das ist weiß. Das müsste Silber sein. Muss ich wirklich gucken. Ne, das ist weiß. So,
Jetzt müssen wir das Ganze erstmal farblich ein bisschen in Farbe bringen. So, das nehmen wir so, dann müssen wir mal gucken, hoffentlich reichen die, aber doch sollte reichen. Ja. Das brauchen wir erstmal nicht. Bei dem Weiß, glaube ich, da machen wir direkt mit der Acrylfarbe. Die tun wir mal auf Seite. Das tun wir hier rüber, das lassen wir erstmal hier. So, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt noch die Abgüsse schon mal direkt drauf. So, lassen wir überlegen, was nehmen wir denn da? Nehmen wir da Gold oder nehmen wir lieber Silber? Ja. Weiß nicht. Ich glaube, Gold wäre ja nicht mal so schlecht. Das machen wir noch in Metall, das machen wir auch in Gold. Aber jetzt müssen wir das hier erstmal trocknen lassen. So, dann stellen wir mal hier auf Seite. Das werden wir hinnehmen. Das Ding hier, das machen wir dann in ganz weiß. Aber das mache ich dann bestimmt mit der Acrylfarbe. Das deckt etwas besser. Jetzt mache ich das alles nochmal in weiß. Da gehe ich jetzt nochmal komplett nochmal drüber. Also alles hier, vielleicht auch noch eine zweite oder dritte Schicht, da weiß ich noch nicht. Und dann ein kleiner Tipp. Das ist hier jetzt direkt Acrylfarbe drauf. Also ich habe bei manchen Acrylfarben manchmal das Problem, dass sich das wieder, wenn er dann mit dem Klarlack drüber geht, durch das ist ja Wasser, also was heißt Wasser, aber sehr wie Wasser, dass sich das dann wieder löst. Da könnt ihr dagegen was tun, indem man nämlich nochmal Flexiplan transparent nehmt und über die Acrylfarbe nochmal eine Schicht transparent drüber macht und die erstmal trocknen lasst und anschließend dann erst den Klarlack drauf. So, gucken wir mal. Das wird bestimmt ja nicht mal so schlecht werden. Ja, wie gesagt, jetzt machen wir das in den zwei Farben und dann sehen wir uns wieder, wenn ich quasi den Klarlack drauf mache. An ein paar Stellen habe ich einen Topcoat schon drauf. So, jetzt gucken, ich weiß ja nicht wo. Also hier habe ich. Den Griff hatte ich auch. Hier noch nicht. Und innen muss ich auch noch. So. Dann nehmen wir einfach wieder vom Flexipaint den matten Topcoat. Obwohl, wenn man den was dicker drauf macht, glänzt der auch ganz ordentlich. Aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlimm, wie als wenn er halt den glänzenden drauf macht. Ja, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal alles hier topcoaten noch. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wenn es dann fertig ist. So Leute, der Klarlack, der ist jetzt drauf. So sieht das Ganze jetzt aus. Ne? Ja, jetzt wieder am Kopf. Na, so sieht das jetzt aus. Hier drin ist der Klarlack noch nicht ganz trocken. Kann auch sein, dass ich ein bisschen zu dick drauf gemacht habe. Wie ihr seht, das Ganze, das glänzt jetzt ganz ordentlich. Das ist halt
Dadurch, dass ich überall nochmal her, also komplett rundherum, um die Farbe noch ein bisschen dann zu fixieren, also die Acrylfarbe, habe ich ja nochmal eine Schicht Flexipen transparent drauf gemacht. Der Nachteil ist halt, dadurch glänzt das Ganze noch ein bisschen mehr, wie schon allein durch den Topcoat drauf. Das ist halt der Nachteil bei dem Ganzen, dafür kann die Farbe sich nicht mehr runterhobeln. So, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch soweit gefallen, wie gesagt. Könnt ihr ja gestalten, wie ihr wollt. Also ich hatte schon überlegt, dann eventuell dann hier so ein Sigma-Komet und dann hier Sigma schützt oder sowas auf den Rand zu machen und so. Da könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Ne? Ideen kann man sich da viele, da gibt es ja alles Mögliche. Omas Nachttöpfchen oder irgend sowas. Wie gesagt, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt mir treu, dann sehen wir uns bei meinen nächsten Projekten. Wir sehen uns.